Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Flive Universe Video. Ich habe vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen mit der Elementor Level Route, der besten Elementor Level Route, wo ich so ein paar Empfehlungen, persönliche Empfehlungen, die ganz gut für Elementor sich eignen, euch mitgegeben habe. Und jemand hat gesagt, macht das doch bitte auch für Ranger. Und für 1v1-Klassen, sage ich mal, grundsätzlich macht das nicht so viel Sinn, weil 1v1-Klassen ja grundsätzlich einfach ihr Element ändern können und extrem flexibel sind, weil das Element von den Auto-Attacks ja vom Element der Waffe abhängig ist und das Element der Waffe kann man ja einfach ändern. Und für HNR oder AOE Ranger jedoch macht das durchaus tatsächlich Sinn, weil abgesehen von Elementor ist Ranger die einzige andere AOE-Klasse, deren AOE-Skills tatsächlich ein Element besitzen. Und entsprechend gucken wir uns heute an, wo ihr mit einem HNR bzw. AOE Ranger am ehesten leveln solltet, um eine möglichst schnelle Levelgeschwindigkeit und möglichst viel XP zu erzielen. Und das Ganze fängt ganz einfach wieder damit an, dass wir erstmal hier ein Ranking der verschiedenen Elemente haben, die Monster in der Open World nun mal haben und davon abhängig, wie sich unsere Skills verhalten. Also Ranger hat insgesamt 4 AOE-Skills. Das sind einmal Arrow Rain, Flame Arrow, Ice Arrow und Piercing Arrow. Grundsätzlich benutzt man hauptsächlich Ice und Flame Arrow. Die anderen beiden kommt drauf an, ob Face Tank, ob Hit and Run oder einfach persönliche Präferenz. Aber auf jeden Fall, was jeder benutzt, sind definitiv Ice Arrow und Flame Arrow. Und das macht auch einfach Sinn, weil es sehr starke Skills sind mit extrem kurzen Cooldowns. Und vor allem Flame Arrow hat noch den zusätzlichen Damage over Time Vorteil, was für einen insgesamt extrem hohen DPS sorgt. Abhängig davon ist es natürlich so, dass wir uns vor allem auf diese beiden Skills fokussieren, weil nur Ice Arrow und Flame Arrow, wie es die Namen schon, vermuten lassen, haben auch tatsächlich ein Element. Piercing Arrow hat kein Element und Arrow Rain hat auch kein Element. Das heißt, wenn man nur Piercing Arrow und Arrow Rain benutzen würde, dann wäre es vollkommen egal, wo man levelt. Das spielt dann da gar keine Rolle. Bei Ice und Flame Arrow spielt das sehr wohl eine Rolle. Ice Arrow hat Wasserschaden, also ist gut gegen Feuermonster. Und Flame Arrow hat Feuerschaden, ist gut gegen Windmonster. Entsprechend sehen wir auch auf Platz 1 Windmonster, weil Flame Arrow der stärkere Skill ist. Platz 2 ist dann Ice Arrow, weil Flame Arrow ist dort neutral und Ice Arrow ist verstärkt. Platz 3 haben wir Earth, da ist beides neutral. Das ist also quasi eine gute Zentrale, wo man sich kurz hochangeln kann bis zu den nächsten Wind- oder Feuermonstern. Und schlecht für uns ist Electric, nicht ganz so schlecht, weil Flame Arrow ist wie gesagt der wichtigere, der stärkere Skill und lediglich Ice Arrow macht hier weniger Schaden. Also Electric Monster sind nicht ganz so schlecht wie zum Beispiel bei Elementor, aber was auf jeden Fall sehr schlecht ist, sind Wassermonster. Und Wassermonster gibt es tatsächlich auch vor allem im Mid- und Low-Level extrem viele. In Darkon 1 und Darkon 2 gibt es sehr viele Wassermonster leider. Und die sind grundsätzlich sehr schlecht für uns, weil Ice Arrow ist nur neutral und Flame Arrow ist, ist verschlechtert, macht weniger Schaden und das wollen wir nicht, weil Flame Arrow ist unser Nonplusultra AOE-Skill für sehr guten DPS, egal ob Hit and Run oder Face Tank. Wichtig hierbei nochmal zur Erinnerung, by the way, um den Schaden von Flame und Ice Arrow zu erhöhen, braucht ihr lediglich Element plus 1 auf der Waffe. Mehr als 1 bringt nichts, das heißt Feuer plus 1 reicht vollkommen aus oder eben Wasser plus 1. Genau. Und jetzt haben wir quasi festgelegt, okay, was sollten die Monster für Elemente haben? Also im besten Fall levelt ihr quasi nur bei Wind- und Feuermonstern. Dass das in der Praxis nicht funktioniert, ist klar, weil die Monstersprünge teilweise viel zu groß sind. Also teilweise liegen bis zu 15 Level zwischen 2 Windmonstern oder so. Dass das effektiv so nicht funktioniert, ist schon klar. Aber so habt ihr zumindest mal eine Liste auf jeden Fall, was ihr so grundsätzlich beachten solltet. Also wenn ihr zum Beispiel bei Electric-Monstern oder Wassermonstern seid, könnt ihr halt im Hinterkopf behalten, okay, hier sollte ich jetzt vielleicht nicht allzu lange Zeit verbringen, möglichst schnell irgendwie hier die Quest-Items zusammensammeln und dann wieder weiter zu den nächsten neutralen oder eben positiven Mobs gehen. Und abhängig davon habe ich jetzt noch meine Monster-Empfehlungen für euch. Und zwar ist es bei Ranger echt cool, weil er kann schon ab Level 60 AOEen bzw. Hit and Run, Face Tank spielen, wie auch immer. Und das Coole daran ist, dass das fast einzigartig ist, weil er wirklich sein volles Potenzial eigentlich schon mit Level 60 freischaltet, während fast alle anderen Klassen ihr volles Potenzial erst mit 65 oder manchmal sogar noch später erst freischalten. Also ist Ranger da schon mal einzigartig, hat ein sehr starkes Level 60. Und es fängt folgendermaßen an. Also ihr könnt entweder bei Elder Guard oder bei Garbage Spider AOEen. Ich persönlich würde Garbage Spider tatsächlich empfehlen, weil Garbage Spider haben einen der besten Spawns. Die haben so einen fetten Cluster-Spawn, wo sau viele normale und Small-Captain Garbage Spider wirklich aufeinander sitzen. Das ist einer der besten Spawns in Darkon 1.2 eigentlich. Und da kann man erstmal richtig gut AOEen. Erstens kann man da Hit and Run oder Face Tank einfach mal trainieren, weil die Monster verhältnismäßig schwach sind. Und der Spawn ist ein Mischmasch aus Feuer- und Windmonstern. Unsere beiden absoluten Favoriten, was das Element angeht. Also hier ist es nicht so schlimm, wenn man Small oder ein Captain reinläuft oder whatever, weil trotzdem ist alles gut für uns.
und hier kann man echt gut AOEen. Und vor allem ist es auch so, dass alle folgenden Monster, wie zum Beispiel die Cranes, sind Erde Blitz, also vor allem Blitz ist hier natürlich nicht so gut, Erde ist lediglich neutral. Und die nächsten Monster sind komplett Wasser, Greymong und Ciliaka. Das heißt, allein schon deswegen ist hier Garbage Spider eigentlich schon fast, also ist die beste Wahl erstmal, um die ersten paar Level zu machen, weil hier die Elemente einfach super zusagen. Dann, wenn ihr da fertig seid, habt ihr entweder die Wahl zu Carrier Bomb zu gehen, die sind leider Blitz, das heißt, da will man nicht allzu viel Zeit verbringen, oder man geht direkt zu Boo. Boo sind Erde, ist lediglich neutral für uns, aber ist auf jeden Fall ganz okay. Eventuell kann man auch zu Hopper gehen, aber Hopper haben sehr schlechten Spawn, würde ich persönlich nicht empfehlen. Also ich würde, wenn dann, zu Boo gehen. Und von Boo direkt zu Irene kann auch ein bisschen hart werden, also dann vielleicht sogar doch ein bisschen Hopper, abhängig von eurem Equipment, abhängig von eurem Damage. Aber Irene ist das erste größere Ziel nach Garbage Spider, die sind aber halt leider erst Level 81. Vorteil ist jedoch, dass sie halt Wind sind. Das heißt, hier ist Flame Arrow wieder verstärkt und das ist das, was wir unbedingt haben wollen. Mushpoil ist grundsätzlich schlecht, weil Monster sind Wasser. Genau. Ja, dann Watanka sind leider auch Wasser und die nächsten Monster, die dann wieder neutral sind, sind Antiquary. Antiquary haben auch coole Spawns, da kann man eigentlich auch ganz gut leveln. Sollte man jetzt aber auch nicht ultra viel Zeit verbringen, weil danach kommen Luia. Feuermonster, unsere Nummer 2 auf der Liste. Außerdem Luia, sehr guter Spawn, also ich sag's immer wieder und ich sag's auch gerne nochmal, einer meiner Lieblingsspawns. Ich denke vor allem im Midgame ist es eigentlich der beste Spawn, also einer der besten Spawns in Darkon 3. Und ja, ist wie gesagt unsere Nummer 2. Ice Arrow ist hier verstärkt, Flame Arrow ist neutral, also ist auf jeden Fall ein guter Spawn. Und auch hier wieder das gleiche, die Monster, die direkt danach kommen, sind leider beide Electric, also für uns grundsätzlich nicht so interessant. Das heißt, bei Luia kann man schon lange bleiben. Grundsätzlich übrigens als Hinweis, ihr dürft maximal auf dem gleichen Level sein wie die Monster, bei denen ihr levelt. Also ich empfehle nicht, dass ihr so lange bei einem Monster bleibt. Ich sage lediglich, wenn euch ein Spot richtig gut gefällt und ihr dort richtig gut levelt, dann bleibt dort gerne auch länger, vor allem wenn das Element stimmt, aber niemals höher als das Monster sein. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel hauptsächlich bei Small Luia seid, dann dürft ihr nicht höher als 90 sein. Das heißt, spätestens mit 91 müsst ihr dort weg. Wenn ihr bei Captain Luia wärt, was ich nicht empfehle, weil der Captain Luia Spawn ist Trash, aber wenn ihr dort leveln würdet, dann maximal 92, ab 93 weg. Also ihr dürft niemals höher als das Monster sein, bei dem ihr levelt, weil das beeinträchtigt nachteilig eure XP und ihr müsst dann einfach, wie gesagt, lieber woanders hingehen. Die Monster, die danach kommen, für uns interessant sind vom Element her, sind Kern. Leider erst ab Level 99, deswegen, wie gesagt, lange bei Luia bleiben. Eventuell 1-2 Level bei Gonguri Shohammer mit Quest-Items sammeln und so weiter verbringen. Ich meine, die Quest-Items sammeln ja die meisten Leute sowieso eigentlich in dem Levelbereich. Also das kann man auf jeden Fall machen und vielleicht 1-2 Level dort machen. Aber dann relativ schnell zu den Kernen gehen. Kern aber auch erst Überbrückung, weil Klarfan ab 102 sind dann wieder Wind. Klarfan auch einer der besten Spawns im Darkon 3, also wahrscheinlich der beste tatsächlich. Oder einer der beliebtesten auf jeden Fall. Und sie sind Wind. Also Wind ist für uns vor allem relevant. Und wir machen hier wieder verstärkt Damage mit Flame Arrow. Und danach geht es in die Wüste. Hier ist es so, dass uns vor allem Chimeradon interessieren vom Element her. Leider haben Chimeradon nicht den besten Spawn. Ich finde, bei als Ranger gleicht sich das aus, weil Ranger pullt sehr schnell Monster. Erstens durch seine erhöhte Reichweite, durch den Skill Nature. Grundsätzlich, weil er ranged ist. Und auch so, weil er einfach wirklich schnell pullt. Also ist jetzt hier nicht so ein krasser Nachteil wie bei anderen Klassen. Also ich finde, Chimeradon als Ranger kann man machen. Vielleicht auch nicht ultra lange. Aber auf jeden Fall ein paar Level kann man damit nach Klarfan auf jeden Fall verbringen. Also lange bei Klarfan bleiben, dann vielleicht ein paar Level bei Chimeradon. Dann Burniki sind wieder neutral, kann man auf jeden Fall auch 1-2 Level machen. Und Popcranks sind vom Element dann direkt die nächsten, die uns interessieren. Mit Feuer leider nur, also nur Ice Arrows verstärkt, Flame Arrows neutral. Aber sind auf jeden Fall dahingehend auch nicht schlecht. Ja, dann geht's nach Asria. Und dann haben wir das Problem als Hit-and-Run Ranger. Also wir haben jetzt ja die ganze Zeit über Hit-and-Run und Face-Tank AOE geredet oder generell über AOE Ranger. Hit-and-Run ist ja auch AOE natürlich. In Asria habt ihr das Problem als Hit-and-Run Ranger, geht jetzt wie gesagt nur für Hit-and-Run, dass ihr langsam anfangt zu merken, dass die Monster sehr viel Schaden haben und der Damage over Time von Flame Arrow halt nicht mit dem Damage over Time von zum Beispiel einem Elementor mithalten kann. Und viele werfen ab 120 normalerweise das Tuch als Hit-and-Run Ranger und wechseln entweder auf Face-Tank oder auf 1v1. Heißt nicht, dass man nicht Hit and Run weiter spielen kann. Es heißt lediglich, ab spätestens Yetis haben die Monster so viel HP, dass man halt ins Grübeln kommt. Lohnt sich das noch? Oder soll ich nicht vielleicht lieber doch auf was anderes wechseln? Ich schreibe euch nicht vor, was ihr tun sollt. Ich sage lediglich weiterhin, welche Monster für euch interessant sind. Vollkommen egal, ob ihr Hit and Run oder Face Tank AOE spielt. Also Medomets sind grundsätzlich vom Spawn her extrem gut.
Wenn ihr die Face tanken könnt, sehr nice. Wenn ihr sie Hit and Run leveln könnt, auch. Also das ist so eine klassische Ausnahme. Sie sind zum Glück Blitz und nicht Wasser. Das heißt, nur Ice Arrows hier verschlechtert. Flame Arrows weiterhin neutral. Deswegen ist das nicht weiter schlimm. Der Spawn ist extrem gut. Also vor allem, wenn man Face tanken kann, aber auch als Hit and Run ist der Spawn auf jeden Fall sehr attraktiv. Trotz des schlechten Elements ist aber gefühlt, wie gesagt, die einzige Ausnahme eigentlich von unserer Elementliste, Elementabweichung. Also hier kann man auf jeden Fall viel Zeit verbringen. Yetis, finde ich persönlich, wird echt underrated. Also ich finde, Yeti wird sehr viel getrash-talkt, obwohl sie meiner Meinung nach eigentlich einen sehr guten Spawn haben. Sind leider für uns als Ranger aber nicht so interessant. Also wer lange bei Medomet bleibt, kann dann eigentlich direkt zu den August gehen. Bei August haben wir dann Elementvorteil für uns. Zwar nur für Ice Arrow, aber trotzdem ist auf jeden Fall besser als Yeti. Bei Ice Arrow hier zumindest mehr Schaden macht. Und genau, hier kann man auf jeden Fall auch ein paar Level verbringen. Sehr interessant für uns sind dann wieder die Ghosts. Wie gesagt, für Hit-and-Run Ranger sind Ghosts schon sehr harte Kost. Also das wird man als Hit-and-Run Ranger kaum noch bewerkstelligen, außer wenn man sehr gutes Equipment und viele Power-Ups hat, um hier wirklich noch sehr effektiv Hit-and-Run spielen zu können. Aber ein Face-Tank Ranger hat hier leichtes Spiel, Flame Arrow, zusätzlicher Schaden und auch hier kann man sehr viel Zeit verbringen. Die Monster gehen bis Level 131 hoch. Uninteressant sind dann eher wieder die Mammuts, weil hier Flame Arrow verschlechtert ist. Ist halt echt ärgerlich, weil Mammuts auch einen sehr guten Spawn haben. Nach Medomet wahrscheinlich den zweitbesten in Astria. Ja, ist ein bisschen ärgerlich. Also man kann hier auf jeden Fall leveln. Aber da Flame Arrow wirklich verschlechtert ist, nicht so geil. Interessanter wird es dann ab Coral Island. Weil hier haben wir dann ab Level 142 bis 44 die Captain Tiger. Haben auch sehr gute Spawns und sie sind wieder Wind. Also da kann man auf jeden Fall einige Level verbringen. Und danach ist es wieder ein bisschen schwieriger. Wir haben hier die Maris, die sind neutral. Wir haben die Crapper, die sind leider Wasser. Und erst die Naga sind dann auch wieder Wind. Also Tiger und Naga sind hier so die Go-Tos für einen Hit-and-Run, also für Hit-and-Run Ranger ab Coral Island. Also ich sag mal so, ab Coral Island könnt ihr eigentlich keinen Hit-and-Run Ranger mehr spielen, bei aller Liebe. Aber ab Coral Island ist Hit-and-Run Ranger wirklich tot. Face Tank meinte ich natürlich, also AOE Ranger, kann hier mit Tiger und Naga auf jeden Fall sehr viele Stunden verbringen. Und ja, danach wird es ein bisschen schwieriger, weil wir haben hier einmal Wasser und einmal Blitz hier auf 154. Das ist für uns auch nicht so geil. Und die letzten Monster sind dann aber zum Glück Feuer, also zumindest Flame Arrow ist neutral und Ice Arrow ist auf jeden Fall verstärkt. Aber wie gesagt, also hier ist es dann schon gar nicht mehr so interessant, weil ihr habt eigentlich eh keine andere Option. Also ihr könnt nicht sagen, ja, ich level jetzt nicht bei Kraken und ihr könnt auch nicht wirklich sagen, dass ihr generell hier in der Koralleninsel... Also ihr habt wie gesagt 2 Go-Tos mit Wind, aber ansonsten müsst ihr euch halt einfach damit abfinden, weil es gibt dann halt auch einfach keine anderen Optionen mehr. Weil das Spiel hier aktuell mit dem aktuellen Leveln endet. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch damit eine grobe Übersicht geben und nochmal verdeutlichen, wie gesagt, was als Ranger wichtig ist. Also grundsätzlich empfehle ich euch eigentlich immer Feuer +1 auf der Waffe. Flame Arrow ist euer stärkster Skill, verstärkt am besten Flame Arrow. Und ansonsten wählt eure Monster so aus, dass eben entweder Flame Arrow oder zumindest Ice Arrow mehr Schaden machen. Ob ihr Arrow Rain oder Piercing Arrow zusätzlich benutzt, das ist natürlich vollkommen euch überlassen. Also als Face Tank werdet ihr höchstwahrscheinlich Arrow Rain benutzen. Alles andere wäre sinnlos. Aber ihr werdet wahrscheinlich mindestens 3 Skills benutzen. Jedoch sind lediglich Flame Arrow und Ice Arrow von Element betroffen. Das heißt, bei Arrow Rain und Piercing Arrow spielt es einfach keine Rolle. Die könnt ihr überall einsetzen und die machen überall den gleichen Schaden grundsätzlich. Und entsprechend, wie gesagt, nur wichtig, Wind- und Feuermonster bedenken, dass ihr hier einen Schadensbonus habt. Und vor allem Wassermonster am besten meiden, weil bei Wassermonster euer Flame Arrow halt wirklich stark abgeschwächt wird und man das am besten vermeiden sollte, weil der Skill wirklich sehr viel DPS macht. Und damit sage ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Live Universe Video wieder. Schaut auf jeden Fall auch im Livestream vorbei. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Bis dahin und ciao, ciao.